Vorletzter Spieltag, einige Entscheidungen werden heute und am Wochenende sicherlich fallen. Thema Wettbewerbsverzerrung, ne? Wenn die anderen Mannschaften ein bisschen weniger geben, weil es für die um nichts mehr geht, das sind so Geschichten. Da geht es halt im Prinzip in jedem Spiel noch um was für die eine oder die andere Mannschaft. Angefangen heute mit Augsburg gegen Stuttgart. Das zum Thema Europa. Augsburg hat die Chance, sich noch für Europa zu qualifizieren. Conference League ist, glaube ich, realistischer als Europa League, aber da gibt es noch so viele Konstellationen, ey. Aber gegen Stuttgart zu Hause glaube ich nicht, dass sie gewinnen. Ich mache mal ein 2:1 für den VfB, weil die Stuttgarter, wie gesagt, sind für mich eigentlich die Überraschungsmannschaft. Also Leverkusen mal ausgeklammert, das ist dieses Jahr oder diese Saison vom anderen Stern, und dann der VfB Stuttgart. Sensationell für die Champions League qualifiziert, guten Kader, guten Trainer, wie gesagt, eine homogene Truppe. Das haben sie sich schon verdient, dass sie da oben stehen, und die stehen auch zu Recht da oben. Und von daher glaube ich auch, dass die in Augsburg mit 2:1 gewinnen. Am Samstag geht es dann für Leipzig gegen Bremen darum, Platz 4 zu festigen. Ist nicht ganz so unwichtig, auch für die Eintracht. Da komme ich später nochmal zu, wenn dann die Eintracht besprochen wird. Und gegen Bremen zu Hause, die sich auch noch für Europa qualifizieren können, ist das auch nicht ein ganz unwichtiges Spiel. Aber ich glaube, realistisch gesehen, aber gut, was ist halt schon realistisch? Gerade an den letzten beiden Spieltagen in der Bundesliga, da ist schon so viel passiert. Da hat es Siege gegeben, wo du vorher gar nicht mit wetten konntest überhaupt. Und Spielverläufe, ich glaube, Leipzig gewinnt das. Ich mache mal ein 2:0. Und dann würden die sich Platz 4 sichern, egal wie Dortmund spielt, weil die haben dann, glaube ich, um 20 Tore das bessere Torverhältnis von der Differenz her. Also ich glaube, dass Leipzig sich Platz 4 sichert. Freiburg gegen Heidenheim, das ist halt so eine Story und das Skript, das eigentlich schon geschrieben ist. Letztes Heimspiel von Christian Streich, die werden natürlich gewinnen. Dann gibt es nochmal einen schönen Abschluss im Stadion, dann wird Christian Streich gefeiert, dann gibt es Tränen am Ende, bestimmt auch von ihm, von Mitarbeitern und von Spielern, und hast du nicht gesehen. Gegen Heidenheim, die halt, wie gesagt, eine sensationelle Saison gespielt haben. Entscheidend ist dann halt das nächste Jahr, das verflixte und verfluchte zweite Jahr von einem Aufsteiger, wenn sie das auch noch gut hinkriegen. Mal gucken, ob sie sich dann stabil halten in der Bundesliga, aber ich glaube, dass die Freiburger das zu Hause nochmal beim letzten Heimspiel von Christian Streich gewinnen werden. Jetzt kommen wir zur Eintracht Frankfurt, die spielen in Gladbach. Ich werde natürlich wie immer für die Eintracht tippen. Ich mache immer auch wieder ein 1:0. Mehr Tore kann ich gar nicht tippen, weil die Eintracht spielt einfach die ganze Rückrunde scheiß Fußball, muss man jetzt einfach mal so sagen. Wir haben ganze 4 Siege, wir stehen seit ungefähr 20 Wochen auf dem 6. Platz, weil die Konkurrenz hinter uns halt zu doof ist, irgendwie uns abzufangen. In den entscheidenden Spielen schaffen wir es dann doch irgendwie zu gewinnen. Gegen Hoffenheim zu Hause, gegen Augsburg zu Hause. Das ist einfach Wahnsinn. Wir haben Mainz zu Hause geschlagen und niemand weiß warum. Also das ist wirklich schon sehr, sehr erschreckend. Ich weiß nicht, ob das schlecht für die Eintracht ist oder auch einfach schlecht für die Liga, wenn die uns nicht einfach reinholen können. Und das wäre, wenn Dortmund die Champions League gewinnt und die bleiben Fünfter, sind wir halt auch noch in der Champions League dabei, als Sechstplatzierter. Da würde zwar hinterher kein Haar nachkrähen oder niemand fragen, wie das zustande gekommen ist, aber das ist nicht zu fassen einfach, dass wir mit so schlechtem Fußball in der Rückrunde dann für die Champions League belohnt werden. Hört sich blöd an am Ende, aber wie gesagt, am Ende fragt da keiner mehr nach. Ich nehme das gerne mit, warum nicht? Und dafür reicht ein einfacher Sieg, zumindest um die Europa League zu sichern, Platz 6. Und dann hängt es halt davon ab, ob Dortmund die Champions League gewinnt oder nicht. Das Abstiegsduell, das Topspiel eigentlich an diesem Spieltag ist 1. FC Köln gegen den 1. FC Union Berlin. Die ist jetzt auch nochmal mit neuem Trainer versuchen. Ich glaube, Grote heißt er, U19-Trainer. Bielitzer haben sie dann doch schon vor Saisonende, weil die ja dann auch gegen Bochum zu Hause 4:3 verloren haben. Die wollen nochmal alle Kräfte mobilisieren, neuen Schwung reinbringen, nochmal frische und neue Ansätze. Ja, es ist ganz einfach. Wenn die Kölner nicht gewinnen, sind sie abgestiegen. Wenn sie nämlich gewinnen sollten, haben sie, weiß gar nicht, 2 Punkte, 1 Punkt Rückstand oder 3 Punkte Rückstand auf Union, weiß ich gar nicht. Und dann zögert sich das halt noch raus. Aber wenn die Kölner nicht gewinnen, safe, dann sind sie abgestiegen. Es hätte auch am letzten Spieltag schon soweit sein können, wenn Bochum und Union unentschieden gespielt hätten und Mainz gewonnen hätte, dann wäre Köln schon weg gewesen. Ich bleibe nach wie vor dabei, dass die Kölner absteigen. Ich sehe einfach nicht, wie die noch 2 Spiele gewinnen sollen. Aber ausgerechnet gegen Union, das müssen sie gewinnen. Und ich glaube, weil der Druck einfach, vielleicht ist der Druck auch zu hoch und sie spielen zu verkrampft und deswegen gewinnen sie nicht. Aber ich glaube, die Kölner, ich will, dass es nochmal spannend bleibt am letzten Spieltag. Deswegen tippe ich hier ein 1:0 für Köln. Weil ich möchte, dass das am letzten Spieltag entschieden wird. Ich möchte einfach dieses Fieber dann in der Konferenz haben, hin und her geschaltet. Die müssen jetzt noch ein Tor schießen. So einfach fürs Feeling. Vielleicht hat sich das auch erledigt und Union gewinnt das mal ratzfatz 3:0. Kann alles passieren, schauen wir mal. Das letzte Topspiel dann für diese Saison am Abend ist Mainz gegen Dortmund. Wie gesagt, auch für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel. Für Dortmund die Vorbereitung aufs Champions League Finale. Sensationell, auch bei Paris gewonnen, 1:0. Bisschen Glück natürlich auch gehabt. Aluminium ist da das Stichwort, aber
Wenn du 2 Spiele 1-0 gewinnst gegen Paris, 4 Halbzeiten kein Gegentor kriegst, das ist auch ein gutes Zeichen für die Dortmunder Verteidigung, ehrlich gesagt. Tja, und Mainz, die Sache ist klar, die müssen auch gewinnen, die stehen unten drinne. Und da ist halt die Frage, ne? Lässt es Dortmund ein bisschen langsamer angehen? Auf der anderen Seite vielleicht schon ein bisschen einspielen fürs Champions-League-Finale dann gegen Real Madrid. Ich glaube, macht Mainz das zu Hause, die haben eine bessere Quote, ne? 2,25, die Dortmund haben eine 2,85er Quote. Also ist Mainz wohl Favorit gegen Dortmund. Ich würde da mal ein Unentschieden machen. Ich mache hier mal eine 1:1, weil ich glaube, beide wollen noch natürlich, ne? Auch wieder Thema Wettbewerbsverzerrung. Die Mainzer können vielleicht nicht so, Dortmund weiß ich nicht, wenn sie wieder mit der B11 spielen wie gegen Augsburg. Naja, wird auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ein spannendes Spiel. Dann haben wir am Sonntag nochmal 3 Spiele. Darmstadt bereits abgestiegen gegen Hoffenheim. Ja, das wird für Darmstadt auch erstmal das letzte Heimspiel sein. Für eine längere Zeit. Ich weiß nicht, ob die nächstes Jahr wieder hochkommen, je nachdem. Das wird eine richtig geile zweite Liga auch wieder. Wird wahrscheinlich spannender als die Bundesliga werden. Naja, und Hoffenheim, die haben auch noch Chancen auf den europäischen Wettbewerb. Wie gesagt, hier kann die halbe Liga nächstes Jahr international spielen. Dann gibt es wahrscheinlich mehr Sonntagsspiele als irgendwie samstags. Dann gibt es Samstag nur noch 3 Spiele und sonntags gibt es dann 5 Spiele. Ich glaube, dass Hoffenheim das aber gewinnt. Machen wir hier ein 2:0. Und dann ja, muss Darmstadt nochmal gucken, ob sie am letzten Spieltag nochmal ein Spiel auswärts gewinnen. Um 5:30 gibt es dann Bayern gegen Wolfsburg. Bayern maximal unglücklich natürlich bei Real ausgeschieden. Also unterm Strich völlig nüchtern betrachtet muss man natürlich sagen, das Weiterkommen ist schon verdient von Real. Die waren schon besser, hatten schon die besseren Chancen, einfach zielstrebiger. Manuel Neuer hat die 2-3 Mal, als es noch 0-0 stand, gut im Spiel gehalten. Dann gehen sie auch 1:0 in Führung durch Davis. Weißt du, ausgerechnet Davis, der bei Bayern 20 Millionen verdienen will, einen neuen Vertrag nicht unterschreiben wollte, der eigentlich weg will, schießt die Bayern erstmal in Führung. Dann natürlich Neuer, da habe ich so ein bisschen an Oli Kahn gedacht damals. Weißt du, WM 2002 hat auch überragende Paraden, hat die Deutschen ins Finale geführt. Dann macht er den Fehler nach dem Schuss von Rivaldo. Und dann, ja, ist er halt der tragische Held und bei Neuer ist er so ein bisschen das Gleiche. Ja, dann das 2:1 von Rosselló innerhalb von 2-3 Minuten. Das ist einfach Real Madrid, da kannst du nichts gegen machen. Und dann natürlich das 2:2, was dann natürlich zurückgepfiffen wurde vorher. Weißt du, beim VAR verstehe ich nicht. Lassen sonst auch jede Szene bis zum Schluss laufen, warten ab, bis der Spieler aufs Tor gelaufen ist, bis er den Abschluss gesucht hat. Dann heben sie die Fahne und in so einem wichtigen Spiel, es war, glaube ich, kein Abseits. Also es gibt Situationen, es gibt Bilder, es gibt Szenen mit angelegter, kalibrierter Linie, wo halt genau zu sehen ist, dass es vielleicht kein Abseits ist. Frage ist natürlich auch, ob die Spieler dann so weitergespielt hätten oder weiß man jetzt natürlich alles nicht. Aber alleine vom Prinzip her, dass der Schiri nicht wartet bis zum Schluss und sich das dann nochmal anguckt im VAR, maximal unglücklich. Jetzt ist es halt vorbei für die Bayern. Das erste Mal seit über 12 Jahren eine titellose Saison. Ich glaube zuletzt 2011, 2012. Da haben sie ja gegen Dortmund im Pokal verloren, die Meisterschaft an Dortmund verloren und das Champions-League-Finale daheim gegen Chelsea auch maximal unglücklich und unverdient verloren. Aber gut, die Bayern werden es überleben. Ich glaube, die werden sich im Sommer mit einem neuen Trainer, wenn sie denn mal einen gefunden haben, gut aufstellen. Auch vielleicht wieder einen guten Kader haben und dann greifen sie wieder neu an. Das war halt jetzt mal ein Jahr, wo nichts geklappt hat und dann werden sie nächstes Jahr schon wieder, glaube ich, angreifen. Gegen Wolfsburg, das habe ich ganz groß ausgeholt und Wolfsburg ist halt gerettet durch Hasenhüttl. Und deswegen glaube ich aber trotzdem, dass die Bayern das nochmal machen. Die wollen nochmal zu Hause auch einen guten Abschluss haben. Machen wir auch mal hier ein 3:1. Vielleicht ist ja auch ein bisschen die Katerstimmung bei den Bayern, dass die Wolfsburger gewinnen oder einen Punkt holen. Aber ich tippe mal 3:1 für Bayern. Und der Kreis schließt sich um 19:30 Uhr. VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen. Wenn ich das so schon sage, dann dürft ihr mal raten, gegen wen die letzte Pflichtspielniederlage der Leverkusener war. In Bochum am 34. Spieltag der letzten Saison. Bochum hat sich gerettet und seitdem hat Leverkusen nicht mehr verloren. Jetzt kommen sie wieder nach Bochum. Das ist dann so eine typische oder wäre eine typische Geschichte von der Kreis schließt sich und wenn die dann ausgerechnet da verlieren, aber ich glaube auch diese Saison, die ziehen jetzt noch durch. Ich glaube, die spielen jetzt heute gegen Rom. Stand Uhrzeit, Aufnahme 14:32 Uhr. Ich glaube, dass sie da weiterkommen. Ob sie verlieren, weiß ich nicht. Mit einer 1:0 Niederlage wären sie ja trotzdem weiter. Aber ich glaube, die verlieren das nicht. Die verlieren auch das Pokalfinale nicht. Die spielen dann noch gegen Augsburg zu Hause. Von daher tippe ich hier mal die Leverkusener 3:1 auf Sieg. Bochum steckt natürlich auch noch unten im Abstiegskampf drin. Damit hätten wir, glaube ich, eine richtig spannende Konstellation am 34. Spieltag. Da müssen wir einfach nächste Woche auch mal die Kicker-Tabelle hier rausholen. Oder ab der nächsten Saison muss ich da mal ein bisschen was verändern. Also, unterm Strich meine Tipps zum 33. Spieltag. Jetzt schauen wir nochmal bei uns auf die Tippübersicht, weil da geht es jetzt auch langsam um die Wurst. Und zwar hat sich der Hegebusch nämlich einen kleinen Vorsprung rausgespielt. Wenn man das so sagen möchte, 6 Punkte sind es vor Dequinho, Levin dann auf der 3.
Der ist da auch noch nicht ganz raus, aber da muss halt ganz viel passieren. Also ich glaube, es entscheidet sich zwischen Hegebusch und Dirkinho. Ich würde jetzt einfach spontan sagen, wenn der Hegebusch nicht so verkehrt seine Spiele tippt und wenn die Spiele halbwegs normal ausgehen, dann glaube ich, ist der Hegebusch um 100 Euro reicher am Saisonende. Aber es muss erstmal alles zu Ende getippt werden. Es war trotzdem auch, wenn ich, ja, ich bin 10. Cool. Ich habe am letzten Spieltag, glaube ich, gewonnen. Ich habe den letzten Spieltag gewonnen mit vielen Punkten. Deswegen bin ich auf die 10 hoch. Ich bin zufrieden. Unter den ersten 10, wenn ich da bleibe, super. Völlig okay. Und ansonsten, ja, freut es mich, dass ihr nach wie vor sehr aktiv noch mit dabei seid. Klar, einige Leute unten, die habe ich jetzt nicht rausgelöscht. Die haben es halt aufgegeben. Da werde ich halt ab der nächsten Saison wieder ein bisschen genauer drauf gucken. Hier so ab Querin. Ist aber auch verständlich. Ich meine, dass man hier eine ganze Saison lang durchhält und jedes Wochenende tippt und immer dran denkt. Wie gesagt, da ziehe ich auch einen Hut vor euch, vor denjenigen, die daran immer denken, die hier aktiv mit dabei sind. Ja, und dann ist die Saison nächste Woche vorbei. Dann werden wir auf die Bonustipps gucken. Aber ich glaube, wir müssen noch auf die Relegation warten. Wie ist das denn bei den Bonustipps? Welche... Ach nee, belegen Platz 16 bis 18. Da ist dann egal, ob die Relegation gewinnen oder nicht. Es geht einfach nur darum, wer auf den 16. Platz dann kommt. Okay, also dann haben wir nächste Woche den letzten Spieltag. Und dann quasi nach dem Wochenende kommt dann nochmal ein Abschlussvideo von dieser Saison. Dann werden wir den Sieger küren. Vielleicht ist es der Hegebusch, vielleicht ist es auch Dirkinho. Oder mit einer großen Sensation doch der Levin. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nochmal nächste Woche mit dabei seid. Drückt gerne hier den Daumen nach oben und auf die Glocke, auf Abonnieren, wenn ihr meine nächsten Videos nicht verpassen wollt, wenn ihr mich da mit unterstützen wollt. Würde mich sehr, sehr freuen. Von daher, macht's gut, habt ein schönes sonniges Wochenende und alles Gute für euch. Macht's gut. Ciao, ciao.